Guten Tag, ich habe eine Frage zu diesem Gebäck hier. Guten Tag, ich habe eine Frage zu diesem Gebäck hier. Guten Tag. Ja, natürlich. Welches Gebäck meinen Sie? Guten Tag. Ja, natürlich. Welches Gebäck meinen Sie? Das da mit der runden Form und den Mandeln obendrauf. Das da mit der runden Form und den Mandeln obendrauf. Ah, das ist der Mandelhörnchen. Der hat Mandeln und Marzipan. Ah, das ist der Mandelhörnchen. Der hat Mandeln und Marzipan. Ich habe eine Nussallergie. Sind da noch andere Nüsse drin? Ich habe eine Nussallergie. Sind da noch andere Nüsse drin? Lassen Sie mich kurz nachsehen. Ich lese die Zutatenliste. Lassen Sie mich kurz nachsehen. Ich lese die Zutatenliste. Danke, das wäre sehr nett. Nüsse sind wirklich gefährlich für mich. Danke, das wäre sehr nett. Nüsse sind wirklich gefährlich für mich. Ich verstehe. Sicherheit ist wichtig. Hier ist die Liste. Ich verstehe. Sicherheit ist wichtig. Hier ist die Liste. Enthält es Erdnüsse? Das ist meine stärkste Allergie. Enthält es Erdnüsse? Das ist meine stärkste Allergie. Nein, Erdnüsse sind nicht in der Liste, aber es gibt Mandeln. Nein, Erdnüsse sind nicht in der Liste, aber es gibt Mandeln. Mandeln sind okay, ich vertrage Mandeln, aber Haselnüsse? Mandeln sind okay, ich vertrage Mandeln, aber Haselnüsse? Haselnüsse sind auch nicht drin, nur Mandeln und Marzipan. Haselnüsse sind auch nicht drin, nur Mandeln und Marzipan. Marzipan ist aus Mandeln gemacht, oder? Das ist sicher. Marzipan ist aus Mandeln gemacht, oder? Das ist sicher. Ja, genau. Marzipan besteht hauptsächlich aus Mandeln und Zucker. Ja, genau. Marzipan besteht hauptsächlich aus Mandeln und Zucker. Und was ist mit Walnüssen oder Cashewnissen? Und was ist mit Walnüssen oder Cashewnissen? Nein, keine Walnüsse oder Cashewnüsse, nur Mandeln. Nein, keine Walnüsse oder Cashewnüsse, nur Mandeln. Gut, das klingt sicher. Aber gibt es Spuren von anderen Nüssen? Gut, das klingt sicher. Aber gibt es Spuren von anderen Nüssen? Die Verpackung sagt, kann Spuren von anderen Nüssen enthalten. Die Verpackung sagt, kann Spuren von anderen Nüssen enthalten. Oh, das ist ein Problem. Was bedeutet das genau? Oh, das ist ein Problem. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, die Maschine verarbeitet auch andere Nüsse. Das bedeutet, die Maschine verarbeitet auch andere Nüsse. Kleine Mengen könnten also drin sein. Das ist riskant. Kleine Mengen könnten also drin sein. Das ist riskant. Ja, das ist möglich. Ich kann keine Garantie geben. Ja, das ist möglich. Ich kann keine Garantie geben. Haben Sie ein Gebäck, das ganz ohne Nüsse ist? Haben Sie ein Gebäck, das ganz ohne Nüsse ist? Ja, zum Beispiel der Käsekuchen oder die Marmeladentasche. Ja, zum Beispiel der Käsekuchen oder die Marmeladentasche. Sind die sicher? Keine Nüsse und keine Spuren? Sind die sicher? Keine Nüsse und keine Spuren? Der Käsekuchen wird in einer separaten Form gebacken. Der Käsekuchen wird in einer separaten Form gebacken. Das klingt besser. Gibt es da auch Mandeln im Teig? Das klingt besser. Gibt es da auch Mandeln im Teig? Nein, der Teig ist ganz normal. Nur Mehl, Butter und Zucker. Nein, der Teig ist ganz normal. Nur Mehl, Butter und Zucker. Perfekt, dann nehme ich ein Stück Käsekuchen bitte. Perfekt, dann nehme ich ein Stück Käsekuchen bitte. Gerne.
ein Stück Käsekuchen. Zum Mitnehmen oder hier essen? Gerne. Ein Stück Käsekuchen. Zum Mitnehmen oder hier essen? Zum Mitnehmen bitte, meine Tochter wartet zu Hause. Zum Mitnehmen bitte, meine Tochter wartet zu Hause. Kein Problem. Ich packe es gut ein. Einen Moment bitte. Kein Problem. Ich packe es gut ein. Einen Moment bitte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, das war sehr freundlich. Vielen Dank für Ihre Hilfe, das war sehr freundlich. Gern geschehen. Sicherheit geht vor bei Allergien. Gern geschehen. Sicherheit geht vor bei Allergien. Ja, das stimmt. Ich bin froh, dass ich gefragt habe. Ja, das stimmt. Ich bin froh, dass ich gefragt habe. Fragen Sie immer. Das ist klug. Hier ist Ihr Kuchen. Fragen Sie immer. Das ist klug. Hier ist Ihr Kuchen. Wie viel kostet der Käsekuchen? Wie viel kostet der Käsekuchen? Das macht 3,50 € bitte. Das macht 3,50 € bitte. Hier ist das Geld. Schönen Tag noch. Hier ist das Geld. Schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Danke. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Guten Tag, ich habe eine Frage zu Ihrer Kundenkarte. Guten Tag, ich habe eine Frage zu Ihrer Kundenkarte. Guten Tag. Ja, gerne. Was möchten Sie wissen? Guten Tag. Ja, gerne. Was möchten Sie wissen? Wie funktioniert das Punktesammeln? Wie funktioniert das Punktesammeln? Für jeden Einkauf über 5 € bekommen Sie einen Stempel. Für jeden Einkauf über 5 € bekommen Sie einen Stempel. Und wie viele Stempel brauche ich für eine Belohnung? Und wie viele Stempel brauche ich für eine Belohnung? Nach 10 Stempeln erhalten Sie ein kostenloses Gebäck Ihrer Wahl. Nach 10 Stempeln erhalten Sie ein kostenloses Gebäck Ihrer Wahl. Das klingt gut. Kann ich mich jetzt anmelden? Das klingt gut. Kann ich mich jetzt anmelden? Natürlich. Ich brauche nur Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Natürlich. Ich brauche nur Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse. Mein Name ist Lukas Weber. Die E-Mail ist l.weber@mail.de. Mein Name ist Lukas Weber. Die E-Mail ist l.weber@mail.de. Danke, Lukas. Hier ist Ihre neue Kundenkarte. Danke, Lukas. Hier ist Ihre neue Kundenkarte. Vielen Dank. Bekomme ich heute schon einen Stempel? Vielen Dank. Bekomme ich heute schon einen Stempel? Ja, wenn Sie etwas kaufen. Was darf es sein? Ja, wenn Sie etwas kaufen. Was darf es sein? Ich nehme ein Brötchen und einen Kaffee, bitte. Ich nehme ein Brötchen und einen Kaffee, bitte. Sehr gut. Das macht 4,80 €. Hier ist Ihr erster Stempel. Sehr gut. Das macht 4,80 €. Hier ist Ihr erster Stempel. Perfekt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Perfekt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Guten Tag. Ich möchte eine Torte für einen Hochzeitstag bestellen. Guten Tag. Ich möchte eine Torte für einen Hochzeitstag bestellen. Guten Tag, das klingt wunderbar. Für wie viele Personen soll die Torte sein? Guten Tag, das klingt wunderbar. Für wie viele Personen soll die Torte sein? Für etwa 10 bis 20 Personen. Es ist ein besonderes Jubiläum. Für etwa 10 bis 20 Personen. Es ist ein besonderes Jubiläum. Verstehe. Haben Sie schon eine Idee für das Design? Verstehe. Haben Sie schon eine Idee für das Design? Ja, ich möchte eine zweistöckige Torte mit Blumenverzierung. Ja,
Ich möchte eine zweistöckige Torte mit Blumenverzierung. Blumenverzierung, sehr schön. Bevorzugen Sie frische oder Fondantblumen? Blumenverzierung, sehr schön. Bevorzugen Sie frische oder Fondantblumen? Ich denke, Fondantblumen sind besser. Sie halten länger. Ich denke, Fondantblumen sind besser. Sie halten länger. Gute Wahl. Welche Farben möchten Sie für die Blumen? Gute Wahl. Welche Farben möchten Sie für die Blumen? Rote Rosen und weiße Lilien, das Lieblingsfarben meiner Eltern. Rote Rosen und weiße Lilien, das Lieblingsfarben meiner Eltern. Sehr romantisch. Soll die Torte auch eine Schrift haben? Sehr romantisch. Soll die Torte auch eine Schrift haben? Ja, bitte. Obendrauf soll Happy Anniversary stehen. Ja, bitte. Obendrauf soll Happy Anniversary stehen. Möchten Sie nur den englischen Text oder auch auf Deutsch? Möchten Sie nur den englischen Text oder auch auf Deutsch? Nur Englisch bitte. Und darunter die Zahl 50 für 50 Jahre Ehe. Nur Englisch bitte. Und darunter die Zahl 50 für 50 Jahre Ehe. 50 Jahre. Herzlichen Glückwunsch an Ihre Eltern. Das ist ein tolles Jubiläum. 50 Jahre. Herzlichen Glückwunsch an Ihre Eltern. Das ist ein tolles Jubiläum. Vielen Dank. Ja, Sie sind sehr glücklich zusammen. Vielen Dank. Ja, Sie sind sehr glücklich zusammen. Welche Geschmacksrichtung soll die Torte haben? Welche Geschmacksrichtung soll die Torte haben? Eine Schicht mit Vanille, eine mit Schokolade. Das mögen beide. Eine Schicht mit Vanille, eine mit Schokolade. Das mögen beide. Ausgezeichnet. Möchten Sie Sahne oder Buttercreme? Ausgezeichnet. Möchten Sie Sahne oder Buttercreme? Buttercreme Mitte. Sie ist fester und formstabiler. Buttercreme Mitte. Sie ist fester und formstabiler. Einverstanden. Für wann brauchen Sie die Torte? Einverstanden. Für wann brauchen Sie die Torte? Am Samstag in einer Woche bis 12 Uhr mittags. Am Samstag in einer Woche bis 12 Uhr mittags. Das passt in meinen Zeitplan. Die Torte kostet 85 Euro. Das passt in meinen Zeitplan. Die Torte kostet 85 Euro. 85 Euro ist okay. Muss ich eine Anzahlung leisten? 85 Euro ist okay. Muss ich eine Anzahlung leisten? Ja, 20 Euro Anzahlung, der Rest bei Abholung. Ja, 20 Euro Anzahlung, der Rest bei Abholung. Gut. Kann ich die Torte auch selbst abholen? Gut. Kann ich die Torte auch selbst abholen? Natürlich, bitte bringen Sie eine Kühltasche für den Transport mit. Natürlich, bitte bringen Sie eine Kühltasche für den Transport mit. Danke für den Tipp. Wie lange hält die Torte frisch? Danke für den Tipp. Wie lange hält die Torte frisch? Im Kühlschrank bis zu 3 Tage, vor dem Servieren 1 Stunde rausnehmen. Im Kühlschrank bis zu 3 Tage, vor dem Servieren 1 Stunde rausnehmen. Perfekt. Dann bestelle ich die Torte jetzt verbindlich. Perfekt. Dann bestelle ich die Torte jetzt verbindlich. Sehr gut. Ich notiere mir zweistöckig Vanille und Schokolade, Buttercreme, rote und weiße Blumen, Schrift Happy Anniversary mit Zahl 50. Sehr gut. Ich notiere mir zweistöckig Vanille und Schokolade, Buttercreme, rote und weiße Blumen, Schrift Happy Anniversary mit Zahl 50. Alles richtig. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Alles richtig. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe.
Gerne geschehen. Ihre Eltern werden sich bestimmt sehr freuen. Gerne geschehen. Ihre Eltern werden sich bestimmt sehr freuen. Das hoffe ich. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und alles Gute für die Feier. Auf Wiedersehen und alles Gute für die Feier. Guten Tag, ich habe eine Frage zu Ihrem Brot. Guten Tag, ich habe eine Frage zu Ihrem Brot. Guten Tag, natürlich, fragen Sie bitte. Guten Tag, natürlich, fragen Sie bitte. Was ist der Unterschied zwischen Sauerteigbrot und Roggenbrot? Was ist der Unterschied zwischen Sauerteigbrot und Roggenbrot? Das ist eine gute Frage. Beide sind sehr beliebt. Das ist eine gute Frage. Beide sind sehr beliebt. Ich möchte wissen, welches Brot besser für mich ist. Ich möchte wissen, welches Brot besser für mich ist. Sauerteigbrot wird mit einem Starter gemacht. Das ist ein Teig mit Milchsäurebakterien. Sauerteigbrot wird mit einem Starter gemacht. Das ist ein Teig mit Milchsäurebakterien. Und Roggenbrot? Was ist das Besondere daran? Und Roggenbrot? Was ist das Besondere daran? Roggenbrot wird hauptsächlich aus Roggenmehl gebacken. Es ist sehr dunkel und fest. Roggenbrot wird hauptsächlich aus Roggenmehl gebacken. Es ist sehr dunkel und fest. Schmeckt Sauerteigbrot anders als Roggenbrot? Schmeckt Sauerteigbrot anders als Roggenbrot? Ja, der Geschmack ist anders. Sauerteigbrot ist etwas sauer und luftig. Ja, der Geschmack ist anders. Sauerteigbrot ist etwas sauer und luftig. Und Roggenbrot? Wie schmeckt es? Und Roggenbrot? Wie schmeckt es? Roggenbrot schmeckt kräftig und leicht nussig. Es ist oft etwas schwerer. Roggenbrot schmeckt kräftig und leicht nussig. Es ist oft etwas schwerer. Welches Brot ist gesünder? Welches Brot ist gesünder? Beide sind gesund, aber Sauerteigbrot ist leichter verdaulich. Beide sind gesund, aber Sauerteigbrot ist leichter verdaulich. Warum ist Sauerteigbrot leichter verdaulich? Warum ist Sauerteigbrot leichter verdaulich? Der Sauerteigstarter baut Gluten ab. Das hilft dem Magen. Der Sauerteigstarter baut Gluten ab. Das hilft dem Magen. Roggenbrot hat auch Gluten? Roggenbrot hat auch Gluten? Ja, aber weniger als Weizenbrot. Roggen hat andere Ballaststoffe. Ja, aber weniger als Weizenbrot. Roggen hat andere Ballaststoffe. Welches Brot passt besser zu herzhaftem Belag? Welches Brot passt besser zu herzhaftem Belag? Roggenbrot ist sehr gut für Käse oder Wurst. Es ist fest und stabil. Roggenbrot ist sehr gut für Käse oder Wurst. Es ist fest und stabil. Und Sauerteigbrot? Wozu passt es? Und Sauerteigbrot? Wozu passt es? Sauerteigbrot passt gut zu Suppen oder Salaten. Auch mit Butter ist es lecker. Sauerteigbrot passt gut zu Suppen oder Salaten. Auch mit Butter ist es lecker. Kann ich beide Brotsorten hier kaufen? Kann ich beide Brotsorten hier kaufen? Ja, wir haben heute frisches Sauerteigbrot und Roggenbrot. Ja, wir haben heute frisches Sauerteigbrot und Roggenbrot. Das ist toll. Ich nehme ein halbes Sauerteigbrot. Das ist toll. Ich nehme ein halbes Sauerteigbrot. Gerne. Möchten Sie auch ein Stück Roggenbrot probieren? Gerne. Möchten Sie auch ein Stück Roggenbrot probieren? Ja, gerne, aber nur eine kleine Scheibe zum Probieren. Ja, gerne, aber nur eine kleine Scheibe zum Probieren.
Kein Problem, hier ist eine Probe, bitte sehr. Kein Problem, hier ist eine Probe, bitte sehr. Vielen Dank, das ist sehr nett. Vielen Dank, das ist sehr nett. Gern geschehen, kommen Sie bald wieder. Gern geschehen, kommen Sie bald wieder. Das mache ich. Ihr Brot schmeckt immer fantastisch. Das mache ich. Ihr Brot schmeckt immer fantastisch. Vielen Dank für das Kompliment. Wir backen jeden Morgen frisch. Vielen Dank für das Kompliment. Wir backen jeden Morgen frisch. Das riecht man auch. Auf Wiedersehen. Das riecht man auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Entschuldigung, ich warte schon seit 20 Minuten. Entschuldigung, ich warte schon seit 20 Minuten. Es tut mir leid, wir hatten heute viel zu tun. Es tut mir leid, wir hatten heute viel zu tun. Ich verstehe das, aber das ist wirklich sehr lange. Ich verstehe das, aber das ist wirklich sehr lange. Ja, Sie haben recht, das war zu lang. Ja, Sie haben recht, das war zu lang. Können Sie vielleicht etwas für mich tun? Können Sie vielleicht etwas für mich tun? Was schlagen Sie vor? Ich möchte mich entschuldigen. Was schlagen Sie vor? Ich möchte mich entschuldigen. Vielleicht einen kleinen Rabatt auf meinen Kaffee. Vielleicht einen kleinen Rabatt auf meinen Kaffee. Gerne, ich gebe Ihnen 10% Rabatt. Gerne, ich gebe Ihnen 10% Rabatt. Das ist nett, aber ich warte auch auf mein Frühstück. Das ist nett, aber ich warte auch auf mein Frühstück. Ihr Frühstück kommt sofort, es ist fast fertig. Ihr Frühstück kommt sofort, es ist fast fertig. Vielleicht könnten Sie mir ein kostenloses Croissant geben. Vielleicht könnten Sie mir ein kostenloses Croissant geben. Das ist eine gute Idee. Sie bekommen ein Croissant gratis. Das ist eine gute Idee. Sie bekommen ein Croissant gratis. Vielen Dank, das ist sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank, das ist sehr freundlich von Ihnen. Bitte sehr. Und nochmals Entschuldigung für die Wartezeit. Bitte sehr. Und nochmals Entschuldigung für die Wartezeit. Das ist in Ordnung, ich komme bestimmt wieder. Das ist in Ordnung, ich komme bestimmt wieder. Das freut mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Das freut mich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, wie kann ich helfen? Guten Tag, wie kann ich helfen? Ich möchte Gebäck für eine Party bestellen. Ich möchte Gebäck für eine Party bestellen. Für wie viele Personen? Für wie viele Personen? Für 30 Personen. Ich brauche 50 Stücke. Für 30 Personen. Ich brauche 50 Stücke. Welche Sorten? Welche Sorten? Gemischt, was haben Sie? Gemischt, was haben Sie? Croissants, Berliner und Käsekuchen. Croissants, Berliner und Käsekuchen. Ich nehme 20 Croissants, 20 Berliner, 10 Käsekuchen. Ich nehme 20 Croissants, 20 Berliner, 10 Käsekuchen. Das sind 50 Stücke. Das sind 50 Stücke. Gibt es Rabatt bei so vielen? Gibt es Rabatt bei so vielen? Ja, ab 30 Stück 10% Rabatt. Ja, ab 30 Stück 10% Rabatt. Wie viel kostet es dann? Wie viel kostet es dann? Normal 50 €, mit Rabatt 45 €. Normal 50 €,
Mit Rabatt 45 Euro. Super, das ist okay. Super, das ist okay. Wann brauchen Sie es? Wann brauchen Sie es? Morgen um 10. Morgen um 10. Das geht. Das geht. Kann ich es vormittags abholen? Kann ich es vormittags abholen? Ja, wir haben ab 7 Uhr geöffnet. Ja, wir haben ab 7 Uhr geöffnet. Ich komme um 9. Ich komme um 9. In Ordnung, wir bereiten alles vor. In Ordnung, wir bereiten alles vor. Bezahlen kann ich bar, oder? Bezahlen kann ich bar, oder? Ja, Bar oder Karte? Ja, Bar oder Karte? Ich zahle bar bei Abholung. Ich zahle bar bei Abholung. Verstanden. Verstanden. Brauchen Sie noch andere Pasteten? Brauchen Sie noch andere Pasteten? Wir haben auch glutenfreie Muffins. Wir haben auch glutenfreie Muffins. Die möchte ich auch. 5 Stück. Die möchte ich auch. 5 Stück. Die kosten 2 Euro pro Stück. Die kosten 2 Euro pro Stück. Also insgesamt 55 Euro? Also insgesamt 55 Euro? Mit Rabatt auf die anderen, warten Sie. Mit Rabatt auf die anderen, warten Sie. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich rechne. 50 Euro minus 10% gleich 45 plus 5 Muffins gleich 55 Euro. Ich rechne. 50 Euro minus 10% gleich 45 plus 5 Muffins gleich 55 Euro. Okay, das passt. Okay, das passt. Dann notiere ich die Bestellung. Dann notiere ich die Bestellung. Vielen Dank, bis morgen. Vielen Dank, bis morgen. Bis morgen, auf Wiedersehen. Bis morgen, auf Wiedersehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Guten Morgen. Was kann ich für Sie tun? Ich liebe warmes Brot. Wann backen Sie frisch? Ich liebe warmes Brot. Wann backen Sie frisch? Wir backen den ganzen Tag, aber das erste Brot kommt um 6 Uhr morgens. Wir backen den ganzen Tag, aber das erste Brot kommt um 6 Uhr morgens. Um 6? Das ist sehr früh. Um 6? Das ist sehr früh. Ja, für die Frühaufsteher. Aber um 8 gibt es eine zweite Charge. Ja, für die Frühaufsteher. Aber um 8 gibt es eine zweite Charge. Ah, das ist besser. Ich bin kein Morgenmensch. Ah, das ist besser. Ich bin kein Morgenmensch. Kein Problem. Um 8 ist das Brot noch warm. Kein Problem. Um 8 ist das Brot noch warm. Welche Sorte ist dann am wärmsten? Welche Sorte ist dann am wärmsten? Das Roggenbrot und die Brötchen sind sehr heiß. Das Roggenbrot und die Brötchen sind sehr heiß. Gibt es auch warmes Weißbrot? Gibt es auch warmes Weißbrot? Ja, das Weißbrot backen wir um 9. Ja, das Weißbrot backen wir um 9. Perfekt, dann komme ich um 9. Perfekt, dann komme ich um 9. Sehr gut. Wir haben dann auch frische Brezeln. Sehr gut. Wir haben dann auch frische Brezeln. Oh, Brezeln liebe ich auch. Oh, Brezeln liebe ich auch. Soll ich Ihnen ein Brot reservieren? Soll ich Ihnen ein Brot reservieren? Ja, gerne. Ein Roggenbrot bitte.
Ja, gerne. Ein Roggenbrot bitte. In Ordnung. Um 9 ist es für Sie bereit. In Ordnung. Um 9 ist es für Sie bereit. Vielen Dank. Und wie viel kostet es? Vielen Dank. Und wie viel kostet es? Das Roggenbrot kostet 3,50 €. Das Roggenbrot kostet 3,50 €. Das ist ein guter Preis. Ich komme pünktlich. Das ist ein guter Preis. Ich komme pünktlich. Wir freuen uns auf Sie. Bis später. Wir freuen uns auf Sie. Bis später. Bis später und noch einen schönen Tag. Bis später und noch einen schönen Tag. Danke. Gleichfalls. Danke. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.